Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Weltgestalter, wo es darum geht, wie wir als Kinder Gottes die Schöpfung nachhaltig prägen. Mein Name ist Nicole Heimann, ich bin Künstlerin, evangelische Theologin und Autorin vom Buch Weltgestalter. Und heute wagen wir mal einen Blick in den Spiegel. Wer sind wir Menschen eigentlich? Was macht uns aus? Und was bedeutet es, wenn wir sagen, der Mensch ist ein Ebenbild oder ein Spiegelbild Gottes? Bevor wir mit dem Thema einsteigen, führen wir aber ein neues Segment in die Videos ein, den Fun Fact. Fun Facts sind kleine Tatsachen aus unserer Welt, die uns zum Staunen, Nachdenken und Weltgestalten anregen sollen. Heutiger Fun Fact zum Beispiel: Polynesische Seefahrer konnten mit ihren Booten schon vor 3500 Jahren zwischen weit gelegenen Inseln hin und her navigieren. Ganz ohne Kompass oder moderne Technik. Zum Vergleich, das schafften Europäer erst über 2000 Jahre später. Finde ich genial, was man alles von Kulturen mitbekommen kann. Wenn ihr einen Funfact habt, den ihr teilen wollt, dann schreibt ihn mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail an weltgestalter@gmail.com. So kommen wir gemeinsam ins Staunen. Und jetzt weiter mit dem Video. Also, der Mensch. Du bist ein Mensch, ich bin Mensch. Es gibt ca. 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Was verbindet uns alle? Es gibt zwar viele Unterschiede zwischen uns, aber es gibt auch ganz wichtige Gemeinsamkeiten, die wir anhand unseres grundlegenden Lebenslaufs logisch herleiten können. Denn jeder Mensch hat die Erfahrung, er wird geboren, er wächst auf, er wird älter und er stirbt wieder. Und an diesen Abschnitten kristallisieren sich bestimmte Grundfragen aus. Zum Beispiel, der Mensch wird geboren. In anderen Worten, er sucht sich nicht aus, wo und wann und wie er geprägt wird, wer seine Eltern sind, was sein Umfeld ist, sondern er wird geboren. Der Mensch ist angewiesen auf andere in Beziehung und muss erstmal da reinkommen. Er wird reingebracht ins Leben. Und dann wächst er auf. Er lernt darüber überhaupt in diesem Umfeld, was er sich nicht ausgesucht hat. Er lernt, was sind die Traditionen, was sind bestimmte Werte, wo komme ich her, was macht mich aus. Und dann wird der Mensch irgendwann auch älter. Er guckt sich diese Prägung an, wo er herkommt und überlegt sich, ja, wie viel davon finde ich gut, wie viel davon finde ich auch nicht gut und was kann ich auch vielleicht weitergeben, wo gehe ich hin, was verbindet mich mit anderen Leuten, was will ich gestalten, was will ich vermitteln. Und ganz zum Schluss die Grenze des Lebens. Jeder Mensch stirbt auch irgendwann. Keiner von uns kann irgendwie beliebig und immer und überall alles machen, sondern irgendwann gibt es auch Grenzen, spätestens im Tod. Also man merkt, anhand dieser ziemlich banalen Abschnitte, also Geburt, Aufwachsen, älter werden und sterben, sehen wir bestimmte Grundfragen, die uns alle verbinden. Völlig egal, ob wir Christen oder Moslems sind, ob wir jung oder alt sind, ob wir in Deutschland leben oder irgendwo in Mali. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, was in der Bibel über Menschen und Menschsein gesagt werden, dann können wir diese grundlegenden Sachen so von Geburt und Älterwerden und Weitergeben durchaus beobachten. Aber eine Sache, die uns auch besonders gezeigt wird, direkt am Anfang der Bibel und deswegen auch sehr wichtig, ist, dass der Mensch das sogenannte Bild Gottes ist. Oder in anderen Übersetzungen Ebenbild Gottes. Ebenbild Gottes. Und das sehen wir in 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Ich lese sie erstmal vor aus der Luther-Übersetzung. Und Gott sprach: Lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Hier geht es nicht darum, um ein wissenschaftliches Paper, wo drin steht, dann hat er irgendwie die Moleküle und das gemacht und deswegen ist die Evolutionstheorie so oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht hier um Aussagen über Beziehungen, über wer sind Menschen in Beziehung zu Gott und zueinander. Und wenn wir verstehen wollen, was das eigentlich bedeutet, also was für eine Kraft da drin steckt, dann müssen wir ein bisschen gucken in die Antike, in die Geschichte. Was haben die Menschen damals gedacht, wenn sie sowas lesen und sowas aufschreiben?
In der damaligen Welt war das Bild von Ebenbild der Götter oder Ebenbild Gottes durchaus geläufig. Damals gab es nämlich zum Beispiel in Ägypten den Pharao und der wurde als Ebenbild der Götter beschrieben. Das war so eine Begründung dafür, warum er jetzt Pharao ist und warum man ihm bedingungslos gehorchen muss und warum er im Grunde genommen machen kann, was er will. Er ist ja Ebenbild der Götter. Er ist so ein bisschen wie so ein Vertreter Gottes auf Erden. Er ist so eine kleine Mini-Version des Gottes. Und er ist vielleicht nicht der Gott selbst, aber er hat die Kraft und das Mandat, die Autorität der Götter vermittelt bekommen. Und wie so eine Statue, er repräsentiert diese Götter und folglich müssen die Menschen ihm gehorchen. Der Herrscher des Landes ist Ebenbild der Götter, niemand sonst. Und es begründet ein sehr krasses, unterwürfiges, unterdrückendes Verhältnis. Also da ist nicht wirklich eine Beziehung mit den Menschen irgendwie zusammen oder so, sondern es ist einfach so, ich bin Ebenbild der Götter, deswegen kann ich machen, was ich will. Und völlig egal, ob es gut für dich ist oder nicht. Hier in der Bibel wird diese Vorstellung vom Ebenbild der Götter aufgegriffen, aber es wird deutlich verändert, revolutionär betrachtet. Es wird nämlich gesagt, nicht nur der Pharao ist Ebenbild der Götter, sondern alle, sogar Männer und Frauen. Damals revolutionär, also Frauen galten ja eigentlich als nix, aber Frauen und Männer sind Ebenbilder der Götter. Die haben diese gleiche Würde und diesen gleichen Auftrag, diese gleiche Autorität wie der Pharao. Krass eigentlich. Und das obwohl die gar kein Pharao sind, obwohl die eigentlich kein König sind. Aber was hier auch verändert wird, der Pharao, der wurde ja angebetet. Hier in der Bibel wird nur Gott angebetet. In anderen Worten, wenn die Bibel sagt, der Mensch ist Ebenbild Gottes, dann heißt es nicht, der Mensch kann machen, was er will, der ist grenzenlos und den kann man jetzt anbeten, sondern der Mensch hat eine bestimmte Autorität bekommen, eine Würde, aber er hat auch seine Grenzen. Also nur Gott ist Gott, aber der Mensch, und zwar wirklich jeder Mensch, ist Gottes Ebenbild. Und was genau bedeutet das? Also was für eine Aufgabe hat er bekommen? Hier steht, er soll herrschen. Und dieses Wort herrschen, das bedeutet unter seine Macht bringen, weil damals eben die Vorstellung war, der Herrscher, der musste unterdrücken, der musste hart durchgreifen, weil sonst war es kein richtiger Herrscher. Aber das Spannende ist, wie Gott in der Bibel beschrieben wird als Herrscher. Er wird nicht beschrieben als der krasse Overlord und Tyrann, wie jetzt zum Beispiel der Pharao oder so, sondern er wird beschrieben als der liebevolle Vater, der sanftmütige, geduldig und der die Menschen zu sich ruft und Beziehung mit ihnen will und der Versöhnung bringt. In anderen Worten, hier wird gesagt, ja, der Mensch hat eine Autorität, der hat eine Aufgabe und er soll herrschen, aber er soll herrschen wie Gott. Jeder Mensch soll Verantwortung übernehmen, jeder Mensch hat eine Würde und so ein Amt von Gott selbst bekommen. Aber eben nicht, um Leute zu unterdrücken oder um sich gegenseitig fertig zu machen oder um die Natur kaputt zu machen, sondern im Gegenteil, um diese Gegend, die ihm anvertraut ist, aufzubauen. Um es mal ganz konkret zu machen. Du und ich sind Ebenbild Gottes. Selbst der nervigste Mensch, den du kennst, ist Ebenbild Gottes. Und vielleicht bist du selber jemand, der sagt, ich fühle mich einfach überhaupt nicht so würdevoll oder fähig oder begabt. Völlig egal. Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, ist mit dieser Würde ausgestattet, hat diese Autorität bekommen, diese Position, Ebenbild Gottes. Und das bedeutet, du kannst hier und jetzt, egal wie es dir geht, egal wo du dich fühlst und auch morgen, egal wie du dich fühlst, sagen, ich habe eine Würde. Ich habe eine Verantwortung. Ich habe einen Sinn. Ich habe einen Platz. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Diese ganzen menschlichen Fragen. Du kannst antworten, ich bin ein Ebenbild Gottes.
Es liegt nicht daran, was ich kann oder nicht kann, sondern einfach dadurch, dass ich es bin. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann können wir mit einer ganz anderen Haltung, mit einer ganz anderen Kraft durch den Alltag gehen. Weil wir eben nicht irgendwie einfach allein auf uns gestellt sind, sondern wir merken, nee, wir haben den Himmel in uns. Allein dadurch, dass es uns gibt. Und wenn wir näher und näher uns in die Beziehung mit Gott geben, dann lernen wir auch immer mehr diesen Gott kennen. Dann lernen wir auch immer mehr uns selbst kennen. Weil, macht ja Sinn, Ebenbild Gottes, wenn ich Gott kenne, dann lerne ich auch, wovon ich ein Bild bin. Und dann kann ich auch in dieses Bild hineinwachsen. Dann kann ich in diese Rolle Vertreter des Königs auf Erden hineinwachsen. Und das dann auch weitertragen in die Welt hinein. Das war der Gedanke für heute, lieber Weltgestalter. Ich hoffe, du kannst das wirklich verinnerlichen. Du bist ein Weltgestalter. Ich bin ein Weltgestalter. Jeder Mensch, jeder noch so kleine, unwichtige Mensch hat diese Würde, Ebenbild Gottes zu sein und Weltgestalter zu sein. Wenn dieser Gedanke dich weitergebracht hat und dich zum Nachdenken angeregt hat, dann like das Video, teils mit deinen Freunden und abonniere auch gerne den Kanal. Und wenn du diese Ideen auch tiefer nachdenken willst, dann kannst du auch mein Buch Weltgestalter vorbestellen. Es kommt am 1. August 2022 beim SCM Verlag raus. Links dazu in der Beschreibung. Sonst bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.